Hallo an alle Car-System- und Open-Car-Freunde da draußen. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Im heutigen Video meiner iCar-Tutorial-Serie zeige ich euch, wie ihr diese Fahrstreifen hier konfiguriert und welche Werte ihr hierfür benötigt. Am Ende des heutigen Videos habt ihr dann endlich ein vollständig konfiguriertes Straßenbild. Doch bevor wir loslegen, möchte ich nochmal auf die Tonqualität des letzten Videos eingehen, denn eure Rückmeldungen haben mich schon etwas überrascht. Ja, die Qualität ist nicht die beste. Warum auch immer das seit neuestem etwas komisch klingt, wenn ich Aufnahmen am PC mache, kann ich irgendwie halt nicht erklären. Denn ich habe bei mir nichts geändert. Dennoch danke ich euch für eure ehrlichen Rückmeldungen, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Ich habe mir jetzt über die Tage hier nochmal ein neues Mikrofon gekauft, das ich beim Erstellen dieses Videos verwendet habe. Aus meiner Sicht klingt der Ton jetzt viel, viel besser. Daher schreibt mir doch bitte kurz in die Kommentare, wie ihr den Ton in diesem Video findet. Und jetzt geht's aber endlich los mit dem eigentlichen Thema heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Hier ist schon mal wieder unser Straßenbild oder Gleisbild, nennt es wie ihr wollt. Und unser Tutorial-Projekt, das wir die ganze Zeit bearbeiten. Und damit wir jetzt diese Fahrstreifen, also muss man jetzt aufpassen, bei iCar heißen diese Teile hier nicht Blöcke, sondern Fahrstreifen. Und damit wir die Fahrstreifen jetzt konfigurieren können, müssen wir zunächst erstmal in das Gleisbild oder in den Gleisbild-Editor wieder wechseln. So, und jetzt, ja, hier haben wir noch diese Weiche, die ich das letzte Mal konfiguriert habe. So testweise, damit ich euch das mit dem Servo zeigen konnte. Die löschen wir erstmal wieder raus, weil die brauchen wir nicht. Jetzt mache ich einfach mal einen Doppelklick hier auf mein Fahrstreifensymbol oder Fahrspur. Dann sehen wir, irgendwie komisch, hier ist gar kein Gleisbildelement dargestellt und irgendwie so richtig können wir damit auch nichts anfangen. Deshalb erstmal abbrechen. Denn bevor wir unseren Fahrstreifen konfigurieren können, müssen wir jetzt erstmal alle Gleisbildelemente, die zu diesem Fahrstreifen gehören, gruppieren. Hört sich vielleicht wahnsinnig kompliziert an, ist es aber gar nicht. Denn im Prinzip machen wir nichts anderes, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Fahrstreifen hier angucke, dass ich einfach alle Elemente zwischen der einen und der anderen Weiche markiere. Das kann ich jetzt mit der Maus machen, indem ich hier oben drauf klicke und einfach hier runterziehe. Oder ich klicke hier oben rein, drücke dann die Umschalttaste und gehe mit den Pfeiltasten nach unten. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann klicken wir einfach hier oben kurz auf Gruppieren. Und jetzt seht ihr schon, dass dieses Stück seine Farbe verändert, weil es jetzt nicht mehr so weiß oder grau, sage ich mal, so hellgrau, sondern orange. Und damit ist jetzt dieser Teil oder dieser Fahrstreifen gruppiert. Und das müssen wir jetzt eben für alle Fahrstreifen hier machen. Und ich persönlich mache das eigentlich immer so, dass ich bei der Gruppierung immer anfange, da wo auch mein Fahrstreifensymbol ist, also dieses Teil hier. Da gruppiere ich zunächst erstmal den ganzen Bereich und dann gruppiere ich den hier oben dazu. Und dann den hier unten dazu. So mache ich das. Und ihr müsst halt immer aufpassen, sag ich mal, eine Weiche, ja, gehört natürlich nicht zu einem Fahrstreifen dazu. Da müsst ihr halt aufpassen. Jetzt mache ich erst das hier unten, dann gehe ich her, mache das hier oben und dann gehe ich her und mache das hier. So. Und schon habe ich alle Gleisbildelemente, die zu einem Fahrstreifen gehören, gruppiert. Klicken wir jetzt hier auf so ein Fahrstreifensymbol, dann seht ihr, haben wir genau das Stück hier dargestellt. Jetzt müssen wir natürlich diese ganze Fahrspur noch benennen oder halt noch konfigurieren. Meistens hat er hier alles schon ausgefüllt, was er so gefunden hat, wenn ich das Ding anklicke. Man kann auch immer noch mal hergehen kurz und hier auf automatisch ausfüllen klicken. Muss man nicht, kann man machen. Und jetzt
brauchen wir natürlich erstmal wieder einen Namen für dieses Objekt. Da ich mir einfach dieses Wort Fahrspur irgendwie nicht so ganz aneignen oder irgendwie mir nicht so leicht über die Lippen geht, nenne ich das Ding trotzdem nach wie vor Block. Und sage einfach, das Ganze ist Block 2. So, jetzt haben wir eine Beschreibung. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich da immer eintragen soll. Mir reicht der Name. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze noch einem Typ zuordnen und da haben wir halt unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Ja, wir können sagen, das ist Stadt, Landstraße, Autobahn etc. pp. Oder halt unbekannt, ne? Mit 70 km/h. Da stehen auch immer noch so km/h-Angaben dahinter. Also ich gehe auf jeden Fall mal auf die Stadt. Und jetzt müssen wir natürlich in unseren Fahrspur-Eigenschaften noch eine ganze Menge an weiteren Parameter und Daten angeben. Und da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, habe ich gemerkt, wenn man sich irgendwie im Hintergrund so eine Liste erstellt oder führt. Hier ist mein Fahrspurname, hier kann ich den Typ und so weiter und auch meine Fahrspurlänge und diese ganzen Daten kann ich hier irgendwo eintragen. Das hilft dann ungemein, wenn man das nämlich beim Bau gleich macht und dann später bei der Konfiguration hilft es einfach wahnsinnig. Ja? Ich brauche nicht ständig mit Meter an die Anlage rennen und so weiter. Also das kann ich euch nur wirklich wärmstens empfehlen. So, und jetzt ist es natürlich hier auch kein großer Aufwand mehr, das Ganze hier einzugeben, indem ich jetzt einfach hergehe und sage, okay, mein Block 2, also meine Fahrspur Block 2 ist zum Beispiel 22 cm lang. Ja? Die Richtung Einbahnstraße, sage ich mal, passt auch, weil ich fahre hier nur in eine Richtung. Ja? Deshalb passt es. Wenn ich jetzt Max-Anzahl hier anhake, kann ich hier IK sagen, ja, wie viele Autos er maximal in diese Fahrspur lassen soll. Normalerweise brauche ich das nicht, weil IK kennt die Fahrzeuglängen und weiß dadurch auch, ja, wann meine Fahrspur irgendwann voll ist. Es kann aber auch sein, dass ich halt irgendeine Fahrspur habe, wo ich sage, ja, alles schön und gut, die ist aber einen halben Meter lang, trotzdem will ich bloß, dass ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge maximal reingehen. Dann kann ich das hier mit dieser Einstellung, kann ich das dem IK mitgeben. In meinem Fall brauche ich das nicht, deshalb lassen wir das einfach aus. Bei Wichtigkeit ist es jetzt so, ich sage mal, ich habe jetzt hier, ich gehe mal ein Stück zur Seite, ich habe jetzt hier zwei Fahrspuren nebeneinander. Ja? Und jetzt, wenn ich die Wichtigkeit bei beiden Fahrspuren 1 lasse, dann teile ich IK eigentlich mit, ja, eigentlich ist mir es egal, ob du jetzt meine Fahrzeuge hier bevorzugt reinfährst oder hier. Wenn ich das nicht möchte, wenn ich sage, okay, eigentlich will ich lieber, dass meine Fahrzeuge mehr hier reingefahren werden wie hier. Ja, weil, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein Beispiel ein. Aber dann ist es so, dann kann ich hier mit der Wichtigkeit rumspielen. Kann sagen, okay, der Block ist nicht so wichtig wie der oder die Fahrspur ist nicht so wichtig wie der, ja, oder die. Dann lasse ich bei dieser Fahrspur einfach die Wichtigkeit auf 1 und später, wenn ich diese Fahrspur konfiguriere, dann gehe ich hier einfach mit der Wichtigkeit auf 2. Und je höher meine Wichtigkeit ist, desto öfter wird diese Fahrspur ausgewählt. Heißt also, das Niedrigste ist das Unwichtigste und das Wichtigste ist das Höchste. Ja. Ich könnte dann natürlich auch bei der Fahrspur 10 reinmachen. Ja. Wird genauso funktionieren. Bei Schnittstelle ist schon mal automatisch mein BDIP-Interface drin, weil klar, ich habe ja auch bloß eine Schnittstelle. Und hier ist es jetzt so, hier kann ich dann den Knoten noch auswählen. Solange ihr eigentlich im Single-Basen-Mode seid, ja, also solange ihr nur eine Basis habt, ist das, glaube ich, egal, ob ihr das auswählt oder nicht. Ja? Interessant wird das Ganze dann, wenn ich so den sogenannten Multibasen-Mode, also diesen Multibasen-Betrieb mache. Dann wird das, glaube ich, erst relevant. Aber 100% sicher bin ich mir nicht,
Und ich habe einfach gesagt, naja, ich wähle es aus. Ich sage einfach, das ist jetzt mein Knoten, der für die Fahrspur zuständig ist. Egal, ob ich jetzt im Single-Mode oder im Multibasen-Mode, Multibasis-Mode, ja, irgendwie so halt, ob ich da jetzt bin. So, dynamisch, das lassen wir mal aus und dann gehen wir auch schon zu den Rückmeldungen. So. Und hier seht ihr, haben wir jetzt schon beide Rückmelder, die hier angelegt. Ja, die hat er schon wunderbar hier reingetragen. Was ihm natürlich jetzt noch fehlt, ist, ja, wo befinden sich jetzt, also an welcher Position in der Fahrspur befinden sich jetzt diese Rückmelder? Und da muss ich ihm jetzt einfach noch sagen, wo sich die befinden. Ja, und ihr seht schon hier, Länge ist ausgestrichen. Ja, ich kann hier bei der Länge auch nichts auswählen. Das kommt einfach daher, dass wir ja schon Read-Kontakte ausgewählt haben bei der Konfiguration von den Rückmeldern. Und Read-Kontakte sind halt einfach Momentkontakte. Ja, also unsere Hall-Sensoren, die wir ja verwenden, sind nichts anderes wie Momentkontakte. Und die haben eben keine Länge. Anders sieht das bei Belegtmeldern aus, wie bei den Zügen, wenn ich einen ganzen Gleisabschnitt habe. Ja, da habe ich natürlich dann eine Länge. Aber in dem Fall bleibt einfach die Länge aus und bei Anfang trage ich jetzt einfach meine Melderposition ein. Und hier gehe ich immer davon aus, oder ich sage immer, meine Fahrspur fängt immer am ersten Melder an. Ja, weil was bringt mir es, wenn ich sage, naja, ich habe an der Stelle meinen Melder, ich habe jetzt bei 2 cm meinen Melder. Meine Fahrspur fängt schon 2 cm früher an. Ist alles schön und gut. Detektieren kann das erst, wenn das Fahrzeug 2 cm reingefahren ist. Ne? Von daher sage ich immer, Anfang meiner Fahrspur ist immer erster Melder. Deshalb kriegt der erste Melder bei mir immer die 0. Und die Stopp, also der zweite Melder ist dann quasi der hier und der ist bei mir bei 18 cm. Nee, sorry, 17 cm. Sorry. So. Ja, hier, so sieht das Ganze dann aus. So, dann geht es weiter bei Richtung Vorherige. So. Richtung Vorherige ist eigentlich, sag ich mal, Richtung die hier. Ja? Also wenn ich jetzt von hier nach hier fahren würde. Hier kann ich jetzt dann quasi sagen, ja, wenn ich von hier nach hier fahre, wo soll er zum Beispiel blinken, wo wäre meine Stopp-Anhalteposition und so weiter. Da ich in die Richtung ja nie fahren werde, weil ich alles Einbahnstraßen habe, ist es eigentlich egal, ob ich die Dinger konfiguriere oder nicht. Was mich ein bisschen gewundert hat, als ich das schon mal getestet habe, wenn ich hier diese Werte hier drin stehen lasse, dann meckert irgendwann die Diagnosefunktion und sagt, da stimmt was nicht. Deshalb gehe ich immer her und setze auf jeden Fall, auch wenn ich es nicht brauche, bei Richtung Vorherige das auf 0. Trage auch hier meine Stoppposition ein, auch wenn ich sie nie benutzen werde. Und bei Schaltposition trage ich auch die 0 ein. Kommen wir zu Richtung Nächste. Auch bei Richtung Nächste muss ich natürlich sagen, wenn ich irgendwo blinken will, ja, wenn ich jetzt sage, ja, wenn er hier abbiegt, dann soll er hier irgendwo anfangen zu blinken. Ja, wenn ich das möchte, dann muss ich natürlich hier eine Blinkposition eintragen. Möchte ich das nicht, dann gehe ich hier einfach her und setze das Ganze hier auf 0. Die Stoppposition, die ist natürlich wichtig, damit mein Fahrzeug richtig anhält. Ja, das sind meine 18 cm. Und die Schaltposition, das ist quasi die Position, wo die Weiche geschaltet wird. Das mache ich immer auf 0. So steht es auch in der Anleitung drin. Warum hier minus 2,5 steht, wundert mich jetzt auch, weil in der Anleitung, in der IK-Anleitung steht nämlich drin, dass diese Standard der Wert 0 ist. Warum da jetzt minus 2,5 drin stand, gute Frage. So. Somit sind wir jetzt eigentlich schon fast fertig. Auch hier seht ihr, hat er die Ampel schon ausgefüllt. Das Einzige, was ich jetzt immer noch mache, ist hier unten bei Geschwindigkeit.
Ihr seht, hier oben ist jetzt der Typ Stadt drin und da stehen 50 km/h hinten dran. Das ist mir natürlich jetzt für diesen Block viel zu viel. Ja, also ich möchte hier nicht mit 50 km/h da durchrauschen durch den Block. Wenn ich was anderes, Parkplatz oder so weiter, ist es auch nicht. Ja, also da passt eigentlich nichts zusammen außer Stadt. Dann würde er jetzt hier mit 50 km/h durchdonnern. Ist mir viel zu viel, deshalb gehe ich her und sage hier bei Anhängen, dann hänge ich hier eine abweichende Geschwindigkeitsvorgabe an. Und sage halt, ab Position 0 von meinem Block möchte ich eine Geschwindigkeit von 20 km/h haben. Ja, ihr hört richtig, ich möchte da drin bloß 20 km/h fahren. So. Etwas, was jetzt noch fehlt, ist, wenn ihr hier unten seht, Fahrspur Richtung nächste, da hat er momentan nur die Weiche drin. Ja, also hier hat er nur die Weiche drin und den Block, den erkennt er noch nicht, weil der ja noch nicht konfiguriert ist. Deshalb fehlt der hier noch. Aus dem Grund werden wir dann später, wenn wir den Block konfiguriert haben, einfach noch mal kurz hier reingehen und das alles noch hinterlegen. So. Und dann gehen wir her und sagen, okay. Und damit wäre jetzt der erste Block konfiguriert. Das muss ich jetzt eben für jeden Block einmal machen. Bedeutet also, ich nehme jetzt den hier. Und hier seht ihr jetzt schon zum Beispiel, was ich eben gesagt habe. Hier hat er die Weiche und hier hat er schon den nächsten Block. Ja. Deshalb müssen wir dann halt trotzdem nachher da in die nochmal rein. So, auch hier seht ihr wieder, hat er dieses ganze Gleisbildelement. Und jetzt geben wir dem halt einfach den Namen Block 3. Auch hier sage ich wieder Start und der hat bei mir jetzt eine Länge von 42 cm. So, das Ganze ist wieder Einbahnstraße, das bleibt alles, auch das, bum bum. So, die Rückmelder. Auch hier wieder, das ist der 0. Die Bremsposition beginnt bei 18 und die Stoppposition, der Melder ist hier bei 38. So, nicht die Bremsposition, sondern diese Melder sitzen so. Bam, bam. Vorherige mache ich wieder Blinken 0, Stopp ist bei mir bei 40, genau, und auch Schalt 0. So, Ampel gibt es in die Richtung keine, gehen wir auf nächste. Hier ist wieder die Ampel drin. Die Blinkposition ist bei mir bei 25, die Stopp ist wieder bei 40 und das hier ist 0. So. Auch hier hänge ich wieder eine Geschwindigkeit an und sage 30 km/h. Diesen Block mache ich auch mal noch kurz fertig und dann werden wir in den anderen Blöcken die fehlenden Daten ergänzen. Ihr seht, jetzt sind alle Fahrspuren konfiguriert. Auch wenn ich jetzt hier auf Fahrspuren gehe, sehe ich hier meine 3 Fahrspuren. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein. Und jetzt sagen wir nochmal, jetzt drücken wir nochmal hier auf automatisch ausfüllen und ihr seht, wupp, zack, hier unten ist jetzt plötzlich nochmal was hinzugekommen. Auch hier bei vorherige seht ihr, hier ist auch nochmal was dazugekommen. Und jetzt möchte ich hier unten das Ganze nochmal ausfüllen. Ja, jetzt ist es natürlich vollständig und zwar möchte ich, wenn er von hier in Block 1 reingeht, da möchte ich, dass er keine Fahrspurwechsel oder keine Blinker aktiviert. Deshalb trage ich hier keine ein und hier trage ich links ein. No? Und das war's schon. Okay. Auch hier gehe ich jetzt noch mal kurz rein, weil ihr seht, hier ist nur die Weiche 2 drin. Auch hier nur die Weiche 1 und die Verbindung zu den Blöcken fehlt natürlich. Deshalb klicke ich auch hier jetzt noch mal auf automatisch ausfüllen und ihr seht, zack und zack ist alles drin. So, und auch hier
Ich weiß nicht, ob man es wirklich machen muss, weil meine Blinkposition ist auf jeden Fall auf 0, aber ich möchte nicht, wenn er hier rausfährt, dass er irgendeinen Blinker aktiviert. Deshalb setze ich das Ding auf keine. Sicherheitshalber. Auch hier hat er meinen Block 3 schon drin und meine Richtung vorherige ist auch alles schon drin. Das hat er alles schon gemacht. Ich kann trotzdem sicherheitshalber nochmal auf automatisch ausfüllen klicken. Und auch hier möchte ich, dass er keine Blinker aktiviert. Deshalb sage ich keine. Okay. Ganz wichtig, ja, was ich immer wieder vergesse, was ihr definitiv nicht vergessen werdet, ich weiß, weil ihr viel, viel besser seid wie ich, ist nämlich das Thema Speichern. Also wenn ihr mal 1 oder 2 Blöcke gemacht habt, klickt besser mal auf Speichern. Weil nicht, dass euch das Ganze dann irgendwie abstürzt und ihr einen Haufen Arbeit umsonst gemacht habt. Ne? Somit wären wir jetzt auch schon mit der Konfiguration unseres kompletten Gleisbildes, Straßenbildes komplett fertig. Wir haben jetzt eigentlich so ein Gleisbild oder Straßenbild, mit dem wir eigentlich schon Fahrzeuge steuern können. Wir klicken jetzt einfach mal noch auf OK und dann sieht das Ganze hier so aus. Und was jetzt eigentlich bloß noch fehlt, ist überhaupt ein Auto. Ja, wir haben ja hier noch kein einziges Auto angelegt, wo wir jetzt da reinsetzen könnten und unser Auto über das Gleisbild steuern können. Wie man jetzt ein Auto in iCar anlegt, das werde ich euch erst im nächsten Video zeigen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.